Ein 60 Kilo schwerer Cane Corso wurde zweimal zurückgegeben, weil er angeblich zu viel Hund war. 5 Monate im Tierheim, 43 Familien sind einfach an ihm vorbeigelaufen. Dann krabbelte ein 7 Monate altes Baby über den Küchenboden, griff ihm ins Gesicht und alles hat sich verändert. Das ist die Geschichte von Bruno, dem Riesen, der dachte, er wäre kleiner als das Baby. Niemand im Tierheim konnte es erklären. Ein 60 Kilo schwerer Cane Corso, alles Muskeln und Einschüchterung, der zweimal zurückgegeben wurde, weil er zu viel Hund war, hatte gerade etwas getan, was niemand bei ihm gesehen hatte. Er ließ sich auf den Boden fallen, rollte auf den Rücken und ließ ein 7 Monate altes Baby sein Ohr greifen. Er hat nicht einmal gezuckt. Aber zu diesem Moment kommen wir noch. Zuerst müsst ihr verstehen, wer Bruno war, bevor diese kleine Hand alles verändert hat. Bruno kam an einem verregneten Dienstag im November ins Tierheim bei München. Sein erster Besitzer hatte ihn als Statussymbol gekauft, aber als Bruno über 50 Kilo wuchs und immer noch auf den Schoß wollte, nannte der Besitzer ihn Kappott. Die zweite Familie hielt 19 Tage durch. Sie sagten, er würde ihnen überall hinfolgen, sogar ins Bad. Sie sagten, das wäre zu viel. Aber wisst ihr, was niemand verstanden hat? Cane Corsos gehören zu den bindungsstärksten Hunderassen der Welt. Sie wurden in Italien als Familienwächter gezüchtet, nicht als Hofhunde. Sie brauchen ihre Menschen so, wie andere Hunde ihr Futter brauchen. Nehmt ihnen das weg und sie werden nicht aggressiv. Sie werden verloren. Bruno verbrachte 5 Monate in Zwinger Nummer 14. Der Betonboden war eiskalt, die Neonöhren summten rund um die Uhr. Und das Einzige, was Bruno tat, war, seinen riesigen Kopf gegen das Gitter zu drücken und den Familien zuzuschauen, die an ihm vorbeigingen. 43 Familien, keine einzige blieb stehen. Und dann kamen Markus und Jana. Sie suchten gar keinen Hund. Das Tierheim lag direkt neben einem Babyfachgeschäft und Jana, im 8. Monat schwanger, musste dringend auf die Toilette. Markus schlenderte durch die Zwinger und da sah er Bruno. Er hat mich angeschaut, als würde er mich schon kennen, sagte Markus später. Als hätte er genau auf mich gewartet und wäre einfach nur langsam ungeduldig geworden. Jana kam von der Toilette zurück und fand ihren Mann auf dem Boden vor Zwinger 14, während ein 60-Kilo-Hund seine Finger durch das Gitter ableckte. Sie schüttelte den Kopf. Wir holen uns keinen Hund 3 Wochen vor der Geburt. Markus schaute zu ihr hoch. Zu spät. Er hat uns schon ausgesucht. Also Leute, die erste Woche war das reinste Chaos. Bruno hatte keine Ahnung, wie man in einem Haus lebt. Er hat eine Lampe mit seinem Schwanz umgehauen. Er hat ein ganzes Brot von der Arbeitsplatte gefressen, in unter 8 Sekunden. Er hat versucht, sich in den Wäschekorb zu quetschen und steckte so fest, dass Markus den Korb aufschneiden musste. Jana hat das gefilmt und so gelacht, dass sie das Handy kaum halten konnte. Aber jetzt wird es interessant. Wenn Jana auf dem Sofa saß, legte Bruno sich vorsichtig neben ihre Füße auf den Boden, nicht aufs Sofa. Einfach nahe genug, um sie zu berühren. Und jedes Mal, wenn das Baby trat, hob Bruno seinen Kopf, legte ihn schief und starrte auf ihren Bauch, als würde er eine Matheaufgabe lösen. Krass, oder? Ich sehe, du schaust immer noch zu, aber hast noch nicht abonniert. Drück jetzt auf den Abo-Button und die Glocke. Ihr wollt nicht verpassen, was als nächstes passiert. 3 Wochen später kam Baby Elias zur Welt. An dem Tag, als sie ihn nach Hause brachten, trug Markus die Babyschale durch die Haustür und stellte sie auf den Boden. Bruno näherte sich langsam. Seine riesigen Pfoten machten kaum ein Geräusch. Er senkte seinen Kopf, schnüffelte an dem kleinen Bündel in der blauen Decke und dann tat er etwas, bei dem beide aufhörten zu atmen. Er legte sich hin, direkt neben die Babyschale, und er stieß einen tiefen, zitternden Seufzer aus, als hätte er 5 Monate lang die Luft angehalten und endlich loslassen können. Ab diesem Moment wurde Bruno jemand komplett anderes. Kein Wachhund, etwas viel Lustigeres. Er wurde der übergroße Schatten des Babys, der absolut keine Ahnung hatte, dass er 60 Kilo wog. Egal wohin Elias ging, Bruno war da. Egal was Elias tat, Bruno beobachtete ihn. Wie ein riesiger, pelziger Bodyguard, der seinen Job viel zu ernst nahm. Als Elias anfing, sich aufzusetzen, pflanzte Bruno sich gegenüber, Nase an Nase, perfekt still. Manchmal griff Elias nach Brunos Ohr, manchmal stupste er seine Wange an. Einmal versuchte er, seine ganze Faust in Brunos Maul zu schieben. Bruno zuckte nicht. Er saß einfach da mit diesem Blick zwischen tiefer Geduld und totaler Verwirrung.
wie ein 60 Kilo Babysitter, der sich weigerte aufzugeben. Und das Verrückte daran? Je wilder Elias wurde, desto ruhiger wurde Bruno, als hätte er verstanden, dass dieses kleine Wesen ihn brauchte, genauso wie er war. Geschichten wie diese sind der Grund, warum wir diese Momente mit euch teilen. Aber das Lustigste? Die Eifersucht. Wenn Markus Elias hochnahm, drängelte sich Bruno dazwischen, so nach dem Motto: Das ist mein kleiner Mensch. Wenn Jana das Baby fütterte, starrte Bruno die Flasche an, als wäre er persönlich beleidigt. Und jeden Morgen schlich Bruno zu Elias Bettchen, legte sein Kinn aufs Gitter und wartete. Sobald Elias die Augen öffnete, explodierte Brunos Schwanz gegen die Wand und er stieß ein Stöhnen aus, das das ganze Bettchen wackeln ließ. Markus nannte es den Wecker, den niemand abstellen konnte. Aber der Moment, der wirklich alle fertig gemacht hat, passierte an einem ruhigen Sonntagnachmittag. Elias war 7 Monate alt. Er hatte seit Wochen versucht zu krabbeln. Bruno lag auf dem Küchenboden, halb am Schlafen. Elias war auf seiner Spielmatte, knapp 2 Meter entfernt. Jana war in der Küche, Markus saß am Tisch. Niemand rechnete mit dem, was als nächstes passierte. Und dann bewegte sich Elias. Ein echtes Krabbeln. Eine Hand nach vorne, ein Knie nach vorne. Nochmal. Er krabbelte nicht zu seiner Mama, nicht zu seinem Papa. Er krabbelte geradewegs auf Bruno zu. Bruno öffnete ein Auge, dann beide. Er hob langsam seinen massiven Kopf und beobachtete diesen winzigen Menschen mit dem ernstesten Gesicht, das ein Baby jemals gemacht hat. Er rührte sich nicht. Er wartete, als wüsste er genau, dass dieser Moment wichtig war. Und als Elias ihn erreichte, griff er mit beiden Fäusten in Brunos Nackenfell, zog sich hoch und lachte. Kein Kichern, ein tiefes Bauchlachen, als wäre Bruno der einzige Grund gewesen, warum er gelernt hatte, sich zu bewegen. Jana ließ ihr Handy fallen, Markus filmte weiter mit verschwommenen Augen und Bruno, alle 60 Kilo von ihm, lag einfach da, perfekt still, mit einem Baby, das an seinem Hals baumelte. In diesem Moment wussten alle im Raum, dass diese beiden unzertrennlich waren. Das war vor einem Jahr. Heute rennt Elias durch die Wohnung und Bruno ist immer noch direkt hinter ihm. Sie teilen Snacks, die sie nicht teilen dürften. Sie machen zusammen Mittagsschlaf. Elias benutzt Brunos Rippen als Kissen. Und jeden Abend legt sich Bruno vor seine Tür, seit 365 Nächten am Stück. Der Hund, der 2-mal zurückgegeben wurde, weil er zu viel war, stellte sich als genau richtig heraus. Er brauchte nur jemanden, der klein genug war, um das zu erkennen. Denn manchmal stecken die größten Herzen in den größten Körpern. Und manchmal reicht eine winzige Hand auf einem riesigen Gesicht dazu, uns daran zu erinnern, dass Liebe nie etwas mit Größe zu tun hatte. Ist das Liebe oder ist das Instinkt? Würdet ihr einem 60-Kilo-Hund euer Baby anvertrauen? Schreibt es mir in die Kommentare.